schöner Fisch. Ja! Jawohl! Swedish anglers is the best. Der YouTube Predator Cup 2018 wird präsentiert von Duo Germany, Angel Joe und Bass Brigade. Daniel Andriani von Hecht und Barsch.de erlebte zwei völlig unterschiedliche Runden in diesem Turnier. Während er gegen den Oder-Spreeangler an einem extrem heißen Angeltag nur hauchdünn die Nase vorn hatte, folgte ein überzeugender Sieg im Viertelfinale gegen My Fishing Box. Sein heutiger Gegner Tobias Eckwal von Kanal Gratis entwickelte sich dagegen zum absoluten Favoritenschreck. Gegen Veitwilde und Dietmar Isaias lag er jeweils weit hinten, kämpfte sich in beiden Partien zurück ins Match und konnte es am Ende dann beide Male für sich entscheiden. Mit seinen gezeigten Leistungen hat er die Zuschauer mächtig beeindrucken können und geht heute zum ersten Mal nicht als Underdog ins Battle. Mal sehen, wie er die neue Rolle annimmt. Halbfinale. Es wird richtig mega heiß. Meine Halbfinalisten stehen neben mir. Einmal Daniel von Hecht und Barsch und Tobi von Kanal Gratis. Es geht heute um die Wurst. Only one of you can go to the Finale. So, heute wird es richtig, richtig heiß. Nur einer kommt weiter und es geht um die Wurst. Die beiden Jungs sind heiß. So, die erste Halbzeit bestimmst du jetzt hier. Das stimmt, also wir sind jetzt ja an Hollands Diep. Ich muss sagen, ich kenne Gewässer nicht super gut. Ich war ein paar Mal rauf, war gestern auch kurz rauf, habe ein paar Spots erkundigt. Ich glaube, ein paar Spots können wir nicht mehr anfahren, weil es ist zu viel Wind. Dafür ein, zwei von der anderen können wir doch anfahren. Ich bin noch zuversichtlich, Fische sind da. Toby, the fish were biting yesterday. Yeah. I personally never caught any, I have to say. For that, You haven't caught anything here? I never caught anything. Our cameraman Yuli managed to catch them yesterday. Yeah. But there are fish around. Yeah. That's good. And the second time you recommend the spots. Yeah, exactly, Okay. exactly. Also wenn wir nicht viel labern, let's go fishing, right? Yeah, let's do it. Yeah? Before it's too windy. Toby, lots of luck, man. Yeah. Good luck. Thank you. Good luck in Sweden, good luck means bad luck. Good luck means bad So luck. good luck. Thank you. Very friendly from you. Die beiden Angler fahren nun mit dem Boot raus aufs Gewässer. In 2 Halbzeiten haben sie je 3 Stunden Nettoangelzeit, um mit Kunstködern bis zu 3 maßige Raubfische in die Wertung einzubringen. Bei Barschen wird die Länge in Zentimetern mit 2,4 multipliziert. Zander zählen mal 1,3 und Hechte einfach. So Daniel, Halbfinale. Glückwunsch, dass du es so weit geschafft hast. Wer hätte das gedacht? Tja, ich hatte schon ein bisschen das gedacht, muss ich sagen. So ganz in Geheimnis, geheimnisvoll für mich. Okay. Habe ich schon gehofft und gedacht, dass ich das schaffen kann. Fühlst du dich heute gut? Denkst du, es geht um die Wurst, du musst weiterkommen. Ansonsten war's das. Das stimmt. Also dieses Chaos-System ist schon hart, sozusagen. Es war nur eine Chance. Aber ich bin optimistisch. Jeder hat eine Chance, letztendlich. Tobi ist ein super Angler, das hat man gesehen. Er hat Veit und Didi aus dem Turnier geschlagen. Die sind, sage ich mal, 2 Hochkaliber. Und immer so mit das Ruder umgeschlagen. So im letzten Moment und so kam, ne? So ist es. Aber ich muss sagen, das ist echt schön, weil ich bin ein kompletter Underdog. Vielleicht war ich immer die Underdog, weiß ich nicht. Aber heute bin ich auf alle Fälle der absolute Underdog. Toby is the absolute favorite today. And there's a lot of pressure on Toby, you know. I can only win. So, semi-final, you feel confident? Yeah, I feel confident. I've been fishing quite much this week with some pretty good results. I'm warm in my clothes. But you fish from the shore, not from the boat. No, I haven't fished from the boat, but still, you need to have the extra confidence, and I have it. But you never know with fishing. Sometimes you can be unlucky, sometimes you can be lucky, and he can be lucky. So, but we'll see. I don't think we're gonna have much fish the first 3 hours. So. Yeah, it is what it is. I'm just gonna try to get one decent one. What do you think about Daniel? Yeah, he definitely knows how to fish if he got into the semi-final. I think he thinks that I'm thinking that he's worse than he is. But he really knows how to fish.
So I think it's going to be quite a tight race, All right. especially if the fishing is slow. Okay. Come, we can go outside the sea now. It goes wavy now. Yeah, it's going to be hard fishing today. So, das Halbfinale startet offiziell. Start. Toby, let's catch some fish. Let's do it. Okay. Let's catch a big one. I'm starting with the flatnose mini shad and actually in the color kiwi, and this color and this shad is actually the one I beat Fight Villa with in the first episode. So we're fishing this water. So I think since I beat him with this lure, I think I'm gonna start with this lure and beat Daniel with it as well. Ich fange an dann mit dem Curfy. Das ist ein neuer Köder vom LMAB. Das ist der Golden Roach. Und gestern hat tatsächlich Juli, unser Kameramann, ein sehr, sehr schöne Zander damit gefangen und hat auch mehrere andere Bisse damit. Und deswegen, er hat mich überzeugt, das ist die richtige Farbe zum Starten mit heute. Und als Beweis hier der Fisch, den Juli gestern gefangen hat mit dem Köder. Fisch an! Fish! Okay, you need the landing net? Net? Yeah. It's not. Oh, you can. Okay, Toby, show us your catch. So the zander must be 42 centimeters long. It could be 42. I'm not sure about it. Well, actually, it is. Yeah, it is. It is. It is. Ja. Ganz knapp 43 Zentimeter. Yeah. Good start. Good start for you. Tight lines. Yeah. Maybe if we're not gonna catch any more fish, this might be the victory fish. But I think we're gonna catch more, so it doesn't matter that much. But it's a good confidence boost for me. Absolute. Yeah. So I'm gonna put it back. Yes. And Please. actually, I caught that fish on the flatness mini in the kiwi color. So I said I beat Fight Villa with it. Probably I'm gonna beat him with it as well. Tight lines. Der erste Fisch des Tages ist an Bord und er bringt auch Punkte. Mit 43 Zentimetern liegt dieser Zander knapp über dem Mindestmaß von 42 und Tobi geht mit 55,9 zu 0 in Führung. Do you want to move now or make some more cast? Yeah, I'm happy to move. Just not so far. No. Just under the next bridge. But actually not even as far, like halfway to the next bridge. Could also be perch. Also ich dürfte die Gewässer heute sozusagen aussuchen. Habe ehrlich die Gewässer genommen, wo ich auch ein Boot zur Verfügung bekommen habe. Und das war hier an Hollands Diep. Hollands Diep ist ein sehr, sehr bekannter, große, gute Gewässer in Holland. Das ist direkt verbunden mit der Haringsvliet und der Volkerak. Ich persönlich habe mehr an der Haringsvliet geangelt, aber die Gegebenheiten sind ziemlich ähnlich. Ich habe jetzt einen Spot ausgesucht, das eigentlich anhand von der Brücken einfach zu erkennen ist. Es ist auch, sage ich mal, mit sehr, sehr viel Struktur. Generell an der Brücken ist ein guter Spot zum Angeln. Wir sind jetzt auf 6 Meter ungefähr. Es gibt eine Kante, die runterfällt auf so 2 Meter. Wir kamen gerade von einer Kante von 10 Meter. Also wir versuchen verschiedene Tiefen jetzt abzuangeln. Würden hier langsam durchdriften. Und danach habe ich ein paar andere interessante Stellen ausgesucht auf Navionics, die alle, sage ich mal, vom Struktur her, von den Tiefen zumindest sehen gut aus. Das würden wir alles einfach entsprechend abfischen. Das ist vielleicht nicht die allerentspannteste Stelle, muss man sagen. Das ist schon relativ laut, direkt unter einer Brücke zu angeln. Aber es bietet natürlich extrem viel Struktur her. Und deswegen ist immer eigentlich lohnenswert, besonders wenn man die Gewässer nicht so gut auskennt, schon dahin zu fahren, wo es viel Struktur gibt. Und eine Brücke bietet sich natürlich extrem gut an. Vor allen Dingen, diese Brücke hier ist tatsächlich extrem nah zu, wo wir gestartet haben. Also anhand von der Wind und der Wellen heute macht es schon Sinn, nicht ganz so weit zu fahren.
perch. Not the big ones. Still a fish. I'm going for the small ones today. Also 22 Mindestmaß. Hier in the top, let me see. Oh. Crazy. Ja, 25. Yeah. 25! Petri! Way! The king of the small fish! Yeah, small sander, small perch. Now I'm going for a small pike. Then I have all three of the species again. Tight line! Thank you. It's it's a beautiful perch. Auch der zweite Fang geht an Tobias. Wieder kein besonders großer Fisch, doch wieder zählt er. 60 Punkte für Tobias. Er baut seinen Vorsprung aus. Daniel! Jo, Du bist stark im Rück. Wie sagt man? Du liegst zurück. so sagt Aber man das. sowas von. Stresst dich das? Ja, so. Ich muss selbst einfach 3 Fische fangen. So ist es. Und schon 1,5 Stunden deiner Zeit ist vorbei. Ja, Ja. aber die Spots sind gar nicht so schlecht, sieht man. Ja, für Tobi. Ja. Er ist sehr konzentriert. Sehr gut. Oh! Nee. Oh, scheiße. Zählt leider nicht. Schon eine kleine Barsch, ungefähr so wie Tobis, aber zählt nicht. Vergehakt, muss man fairerweise sagen. Also schnell wieder zurück, weiter geht's. Es gibt immerhin ein paar Barsche hier. Ärgerlich. Aber ich habe auch gespürt, es war komisch. War ein Biss, und dann habe ich angehauen und dann war komisch. Boah, was machst du denn Changing my jetzt? tactic. I think that ich glaube, es gibt hier ein paar Barsche, die sind nicht groß. Aber momentan ist es scheißegal. Ich war einfach ein paar Barsche. War überhaupt ein Fisch. Sieht nach Verzweiflung aus. Nee. Dein Snap ist größer als der Köder. So. Erster Wurf mit der kleinen Köder, ein kleiner Barsch. Ich gebe die direkt rüber an Babs zum Messen und ich mache weiter. 21, 22, 23, 24, ne? 24 Zentimeter. Okay, schon. Immerhin bin ich an das Scoreboard, das ist natürlich noch zu klein, aber ich bin froh, dass mein allererster Wurf mit der neuen Köder funktioniert hat. Curvy. Ich glaube, es gibt noch ein paar kleine Barsche hier, oder hoffe ich mal. Sieht so aus, als ob Tobi vielleicht seine Taktik ändert. I'm just gonna take a smaller. I don't think this perch matters because I think we're gonna catch more and bigger ones later. But I just want to fill the papers, so he doesn't have 3 fish and I have 0. No, 2. That you have 0 can't happen anymore. No. Der Köderwechsel bringt sofort den gewünschten Erfolg und Daniel kann etwas aufholen. Es steht jetzt 115,9 zu 57,6. Around this area then. Yeah. I thought that it was good. Yeah. But then we just do one drive. It'll take like 15 minutes to get there. That's okay. Ich glaube, wir gehen direkt zu der großen Insel jetzt und greifen da die ganze Zeit dann an. Ich meine, gestern war auch bei der anderen Insel ganz gut. Ich könnte vorstellen, das ist ein guter Plan. Der Wind hat sich auch beruhigt total. Oder? Oder Wir nicht? stehen geschützt hier. Ja? Kleine Fisch. Ah, ab. Fuck. No, it's a small sander. Mann, der hätte alles rausreißen können. Ja, das wäre der Ausgleich. Hat schon 50 gehabt. Scheiße, Mann. We're gonna take it. Mange bitte Money.
Ah, fuck. Ich habe schon ein paar Bisse versaut, aber die waren nur kurze Bisse, aber der hat richtig gehangen. War ein kleiner Zander, aber schon groß genug, um auszugleichen. Mann. Aber Fische sind da, Körde ist auch okay, funktioniert. Scheint alles gut zu sein, muss man einfach am Ende den Fisch verwandeln. Ja, also jetzt sind wir auf so 6 Meter. Wir machen setzen nochmal den Drift nochmal an, wo ich gerade diese einen Zander verloren habe. Sind ein bisschen weit zurückgefahren, jetzt werden wir wieder reindriften, über den gleichen Drift ziemlich. Es gibt eine kleine Insel hier, das ist unser Orientierungspunkt sozusagen. Und alles hier rum um die Insel ist interessant. Kescher bitte kurz. Was denkst du, ist es? Ist weit weg. Get ready. Willst du catchen, soll ich? Nicht gezeigt bis jetzt. Oh. Ich quer gehakt. Rasse. Was? Ist Rasse, glaube ich. Quer gehakt. Oh. My God, that My was God. exciting. Oh. Mein Gott. Leute, die Spannung war Wahnsinn. Ich konnte nicht sprechen. Jetzt habe ich das Ding gesehen. Kostet Zeit. Okay. So. Leider nicht der erwartete Zander. Wäre ein richtig guter, schade. Wäre. Okay, kann man nicht ändern. Weiter geht's. It was exciting for like 1 minute or 2 minutes. No, yeah, that was fun. Schade. Also natürlich habe ich gedacht, es war ein besserer Zander. Hat gut gezogen, immer nach unten, also hat sich ziemlich angefühlt auf wie ein Zander. Und ja, leider war es aber kein Zander. That's life. Fuck. Wieder ein Biss. Das war ein richtiger Biss. Das gibt's doch nicht. It was another bream. No, it wasn't. Not a bream. It was, I'm sure. It's a quite tight race, so it's very interesting. Like you can take the lead in a cast, and I could increase my lead quite much in a cast. Yes. Still a very tight game. Yes, for sure. Especially on this water, anything can happen at any time. I mean, Big perch, big sounder, yeah, big pike. there's potential that a huge fish can bite at any time and change things up. Kind of what I'm hoping for at the moment. So, dem Daniel bleiben jetzt noch 20 Minuten, dann ist seine erste Halbzeit vorbei. Also die Zeit, wo er bestimmt wo geangelt wird. Daniel, Ja, 20 Minuten noch. okay. Oh. Okay, this was the last cast. The time is over. What? Okay, die Zeit ist vorbei. Wir machen jetzt eine kurze Mittagspause, wechseln die Location, weil es wird am Nachmittag noch windiger. Das heißt also, jetzt angeln wir dann die zweite Halbzeit vom Ufer aus und die Plätze gibt Tobi vor. Viel Fischkontakt in der ersten Hälfte und Punkte auf beiden Seiten. Zur Pause führt Tobi mit 58,3 Punkten. Er hat sich für die zweite Halbzeit etwas ganz Spezielles ausgedacht. Was genau,
seht ihr nach einer kurzen Pause. Dir gefällt der YouTube Predator Cup und du möchtest die Produktion der 2. Staffel unterstützen? Ganz einfach. Ob Rute, Rolle, Köder oder Jighaken. Mit jedem Kauf auf hechtundbarsch.de hilfst du uns bei diesem Projekt. Bis zur Ausstrahlung des Finales gibt es mit dem Gutscheincode #YPC18 übrigens 10% Rabatt auf alle Produkte außer Angelreisen und Echolote. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir sind jetzt an der Powder Graben gefahren. Gott sei Dank habe ich wirklich extrem viel Zeug mit dem Auto. Ich packe nur das, was ich glaube, dass ich jetzt brauchen wird. Ein bisschen umpacken, weil ich will nicht zu viel mitschleppen. Street fishing for pike. Now it's your turn. Yes, we are in the polders, and we're like in the middle of Yes. a Dutch city. And I was here filming an episode for 2 days ago. Yeah. And then we caught 16 pikes in like 5 hours. Okay, but we have only 3 hours. Yeah. So, and if we can catch 3 pikes per person, would be great. Yeah, All so right. let's do it. So this is the plan. Also, jetzt you show us the place where we fish. Yeah. And your fishing time starts directly now. Okay, let's do it. Let's go for it. Let's catch a big one. Yes. Yeah, here I'm using the spinnerbait because there's a lot of grass and a lot Yes. of weed and a lot of little paddies. So I need something that does not get stuck. All right. So spinnerbait is good, but you can use your bait and normal jigs as well. It doesn't really matter. But it's quite cool to be fishing spots like this. It's not very wide here. It's quite small channel. And then there's some quite big pike here. We caught one of 97 centimeters Wow. 2 days ago. Yeah. So And it's not really deep here, right? It's a no, shallow area. Yeah, like half a meter. Half a meter. Okay. Yeah, crazy. Half a meter to 1 meter here. Then show us the pike, please. So if So- you catch a pike, Yeah. it's a good sign for you to go to the... Yeah, so I just Finale. need 1 pike. Alright. Daniel, was sagst du zu dieser Gewässerwahl? Naja, also ich muss ehrlich sagen, das ist das zweite Mal, dass ich je in meinem Leben so eine Powder Graben ever geangelt habe. Gefällt dir nicht so? Ich muss mal sehen, also wenn ich ein paar Fische fange, dann wird die mir schnell gefallen. Das erste Mal habe ich keinen Fisch gefangen. Da habe ich schlechte Erinnerungen darüber. Aber muss mal sehen. Er sagt, hier sollen große Hechte leben. Das sagt man. Wir werden mal gleich sehen. Ich hoffe, dass einer raufknallt. Fisch an! Wow! Also, der muss 42 cm haben. Und das checken wir jetzt mal. Und er hat 62. Ja, Yeah. 62. Yeah, that's nice. Yeah, absolute. Congratulations. But I'm not. Now I have 3 fish and he has 1. But the thing is, we could catch like 5 pike each, and then it doesn't matter that he has a small perch because Yeah. he will catch a bigger one. Yeah. He looks beautiful, so dark. Yeah. Great. And it's fun to be fishing in the middle of the city. Good.
Good. Yeah, perfect. Now I'm gonna release it. Release them. An seinem Spot angekommen, kann Tobias sofort einen Fisch fangen und seinen Vorsprung wieder vergrößern. Da haben sich die Tage der Vorbereitung ausgezahlt. Daniel hat dagegen erstmal ziemlich mit den für ihn sehr ungewohnten Bedingungen zu kämpfen, zumal Tobi nach dem Fisch auch sofort einen Spotwechsel ankündigt und der zweite Graben noch schmaler und flacher ist als der erste. Es scheint vielleicht auch Taktik zu sein vom Tobi jetzt. Wir sind jetzt an einem neuen Gewässer, wir müssen jetzt kurz mit dem Auto fahren und der Kanal, wo wir fischen, der ist keine 10 cm tief. Man kann bis auf den Grund sehen, es ist viel Kraut, viel Schlamm. Ich weiß nicht, ich werde da mal ein bisschen nachhorchen, weil wir hatten von Holländern jetzt auch gute Tipps bekommen, wo gute Spots sind bei dem anderen Gewässer. Aber der hat jetzt direkt gewechselt. Ob das seine Taktik ist, ich weiß es nicht. Aber er gibt vor. Und er sagt, er hätte hier welche gefangen. Aber schaut euch das mal an, wie flach das ist. Ich muss ehrlich sagen, das ist das beschissenste Anglerei, die ich je gemacht habe, glaube ich. Wir angeln in ungefähr 20 cm Wasser. Natürlich kein Zeichen vom Biss. Ich glaube, wenn wir jetzt in die Nähe kommen, die Fische merken es sofort, weil es ist so flach. Naja. Ich denke, es geht um eine 2 Stunden ein bisschen hier abzusitzen. Und dann ist es vorbei. Daniel is stressing me at the moment. I think he's stressing himself. Like there's a lot of space, even though it's quite shallow and quite small. There's like lumps of weeds everywhere on the bottom. And the pike, they could hide, or they are hiding in the lumps of weed. So you should not fish too fast. So I think both me and Daniel need to slow it down a little bit. Otherwise we'll be like in Germany in like 2 hours. Toby, you sound too fast, but every time I stop, you're way ahead of me. Man merkt, dass Daniel wirklich ins Finale einziehen möchte. Und er zickt jetzt, also zicken nicht, aber er sagt, du läufst so schnell, du wechselst viel zu schnell den Spot, das ist doch scheiße hier. Und klar, ich kann das verstehen, er fühlt sich hier nicht so zu Hause bei so kleinen Gräben. Weißt du, an wen ich denken muss? Ich muss an Bene denken. Bene würde hier das Herz aufgehen. Schöne Grüße an dich, Bene. The average size in these waters is quite big because the pikes that are here at the moment does not live here the whole year around. They are living in bigger waters, and when it gets a little bit colder, the pike goes in here because in these small waters it's always a little bit warmer. So there's pike migrating from bigger channels coming in here now. So the average size is like 65 to 80 centimeters. So even though if you just catch like 2 more, they will probably be decent. So I have to keep up. Der Tobi möchte versuchen, den Daniel etwas zu beschwichtigen und will ihm jetzt Fotos zeigen, dass er hier Pikes gefangen hat. Da, der Beweis. Exactly here. It was like 75 centimeters. Exactly here, 2 days ago. Daniel, gefällt dir das jetzt besser hier, weil Hechte drin sind? Nee. Die er gestern alle gefangen hat? Ich muss sagen, ich finde die Anglerei sehr, sehr ungewöhnlich. Natürlich ist es nur 20, 30 cm tiefer. Nicht so einfach, das Ganze. Aber vielleicht haben mir ja deine Stellen Ihnen heute Vormittag auch nicht so gut gefallen. Das glaube ich weniger. Oh, big one! Hey, left! Oh, did you see that attack? Crazy! Crazy! Woo! 83, no, it's 83, right? Yeah. Okay, 83 Zentimeter. I think this might be the victory pike for today. I don't want to take out the victory too
Yeah, too early. But this is a really good pike from these waters, and I don't think you will catch a bigger one than this. So, as usual, Swedish anglers are the best. Nice pike. Bam! Blood. Blood and pike slide. Now I only need to wash my hands somewhere. Congratulations. So, pike, I write it down. Was für ein spektakulärer Biss und was für ein schöner Hecht. Allein für diesen Fisch hat es sich gelohnt, an die Poldergräben zu fahren. Tobi ersetzt seinen kleinen Zander vom Vormittag durch diesen 83er und baut seinen Punktestand auf 205 cm aus. Auch wenn der Rückstand noch größer geworden ist, dieser Fisch lässt auch Daniels Anglerherz höher schlagen und er scheint wieder etwas Zuversicht zu gewinnen. Er hat es gezeigt, es gibt schon sehr schöne Fische hier. Ich gehe jetzt auf eine natürliche Farbe, weil es ist so klar und so niedrig das Wasser. Und hoffen, dass Bernd 16 cm. Hoffe, dass es was regelt. Are you ready? I am. Yeah! Time to see how long this one is. You have in the front, really? No? Now I have. 79. Yeah, my third pike. It's good. Like this is quite. This is good pike for being here. Like this is above average size, I would say. Der nächste gute Hecht für Tobias. 79 cm lassen auch den kleinen Barsch aus der Wertung fliegen. Nun hat Tobias schon 224 Punkte auf der Habenseite. Hat Daniel noch eine Antwort oder war es das? Daniel, schmeißt du die Flinte schon ins Korn oder? Nee, also wir haben 1,5 Stunden noch ungefähr. Ja, genau. Und man sieht es tatsächlich, ich war sehr, sehr skeptisch über den Hechtbestand hier. Aber man sieht tatsächlich einen sehr, sehr guten Bestand. Tobi zeigt genau, wie es geht. Ich habe mittlerweile auch auf Spinnerbait natürlich gewechselt. Da fängt jeder Fisch auf Spinnerbait. Hast du genau beobachtet, ne? Naja. Aber die sind sehr schön gezeichnet, richtig schön dunkel. Ich würde sehr gerne einfach meinen Fisch voll machen. Was ist voll? Erstmal einen zweiten fangen und dann eine dritte. Ja, also eine Chance ist da. Es gibt 1,5 Stunden, viel kann noch passieren. Aber wenn man ehrlich ist, Tobi hat bis jetzt einfach viel besser geangelt heute. Er hat einfach alle Bisse verwertet. Also er hat nicht einen Fisch verloren. Also jeder Hecht hat gesessen, auch in Holland's Deep. Diese kleine Zander hat letztendlich auch gesessen. Und Daniel, direkt vor dir. ja, es gibt Fische hier überall. Die beißen nicht so gerne auf meinen Köder. Stürzt dich doch rauf. So. Aber Ja, aber gib nicht auf. Also 1,5 Stunden hast du noch. aufgeben tue ich auf keinen Da Fall. ist noch alles drin. Auf jeden Fall. Und es ist auch eine Erfahrung, in diese Poldergräben zu angeln, muss man sagen. Das ist eine neue Erfahrung. Und ich hoffe, ich kann es krönen mit einem Fisch. Sehr schön. Schauen wir mal. Oh, it's a big one. It's really big one. Oh, Yeah. cool. This fishing is quite fun. It's a good fat fish. Yes, yours. Thank you. Okay, er hat Yeah. 84. Yeah. 84. Biggest pike for today. Yeah, it's good. It's really good. Like I don't have anything else to say. It runs really good Yeah, for you. yeah, it does. Everything is working. So okay, I believe that here is no fish inside. The first 1 hour because it's really shallow here. Here's a lot of weed inside. Yeah. I can see the ground, but yeah, Yeah, yes, you see, there's quite big I'm fish. wrong. It's Yeah. fish inside. Yeah. A lot of fish. Yeah.
So, damit baut er natürlich seinen Vorsprung extrem aus. Daniels Köderwechsel bringt nicht den gewünschten Effekt. Der nächste und größte Fisch des Tages geht erneut auf Tobis Konto. 84 cm lassen sein Punktekonto auf 246 ansteigen. Ja, die Poldergräben sind mega Fischmagneten. Wir sind sie jetzt hochgelaufen, also den Poldergraben hochgelaufen. Und jetzt machen wir die Strecke wieder runter, zurück zu den Autos. Und ja, mal gucken, vielleicht beißt ja noch der ein oder andere Hecht. Aber es ist schon mega. Super, super viel Fisch. Cool. Wir haben sehr, sehr weit gelaufen, hin und her. Leider habe ich bis jetzt keinen Hecht erwischt. Bei Tobi läuft es deutlich besser. Ja, es scheint so, ob meine Reise geht langsam zu Ende. Ich gebe nicht auf natürlich, ich versuche weiter 2 Fische noch zu fangen. Aber mittlerweile brauche ich eigentlich drei gute Fische. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, muss man ehrlich sagen. Es war für mich immerhin eine sehr schöne Erfahrung, jetzt in den Poldergraben zu angeln. Es war was ganz, ganz Neues für mich. Und schön zu sehen, es gibt auch richtig gute Fische auch hier drin. Würde ich sicherlich irgendwann wieder machen. Ja, aber schauen wir mal, was läuft die letzten 45 Minuten. Ich angel die Zeit runter und hoffe, irgendeinen Fisch zu finden auf dem Weg. Der saß nicht. Fuck it! Mann, wir haben ihn gesehen. Er hat geraubt. Und endlich hat er gebissen am 5. Wurf oder so. Und nicht mal der hat geblieben. War auch ein schöner Hecht. Ah, shit. Ja, echt schade. Also ich habe wieder gewechselt vom Spinnerbait jetzt auf Bourbon Bands in 16 cm. Wir haben den Hecht echt ein paar Mal jagen sehen. Und immer wieder da reingeworfen und es hat das Ding genommen, aber nicht richtig. Dadurch habe ich keinen Hecht noch. Aber war schon spannend, muss ich sagen. Nicht. Noch? Ne, habe ich gesagt noch. Du hast noch 45 Minuten Zeit. Gib alles. Ah, echt bitter, Mann. Das war echt der erste Attacke. Und das ist der kleine Unterschied heute. Tobi fängt einfach jeder Biss, das er kriegt. Und ich letztendlich nicht. Es gibt so viele Pikes, ja. Vielleicht ist ein Pike Dekor genau das Richtige. Klein, aber egal. Komm hier rein in mein Fächerchen. Da ist er. Natürlich habe ich geschafft, der kleinste Hecht zu fangen heute, aber ist mir egal. Ich muss sagen, ich bin froh, mein erster Pike, also mein erster Hecht aus dem Poldergraben gefangen zu haben. Good work. Thanks. Congratulations. Thanks, man. My first pike from a Poldergraben thing. Good work. We measure him. Yeah, it's big approved. enough. It's a keeper. It's a keeper. Und der hat 61, mein Freund. 61 cm. Zählt. Cool, mein erster Poldergraben-Hecht. Er darf schnell wieder zurück. Ah. Jetzt brauche ich einen letzten Fisch, dass ich meinen Fisch voll habe. Gib alles. Endlich! Der Fluch ist gebrochen. Kein riesiger Hecht, aber Daniels erster Polderhecht. Er scheint nun besser mit den speziellen Bedingungen dieser Angelei zurechtzukommen. Noch bleibt ein wenig Zeit auf der Uhr. Ja, schon natürlich ja, eine Leistung, muss ich sagen.
jetzt ja auch ein Hecht gefangen habe in der Polder Graben. Auch ganz nice, dass auf Esox Emil war. Schon wenn der Plan funktioniert, dachte muss auch kleine Pikes hier rumschwimmen und der Chor gleich funktioniert. Also echt nice. Hast du es gesehen? Scheiße, Leute, also es war echt ein geiler Biss. Was ist Es war echt ein schöner Pike. Der war ein guter Pike. You've been real unlucky today. Fuck, really unlucky, man. Cooking breams. Hooking breams, losing thunder, losing pike. He's hunting. Fish on! Toby! We see them first hunting. Ja. Das ist sehr abgefahren. Wir haben den erst tauben sehen. Ist ja cool. Thank you. And it's 78. Yeah. 78. We just measured this one quite quick. It was 78 centimeters, and it's not. Yeah, it doesn't make any difference, but it's still a very nice fish. And actually, we saw this pike attacking a small bait fish in the surface. So made a cast, and then bam! It took immediately. Nice fish. Noch ein guter Hecht für Tobi, doch dieser Hecht mit einer Länge von 78 cm verbessert seinen Punktestand nicht mehr. Trotzdem, für uns Zuschauer wieder ein spektakulärer Fang. Okay, Jungs, die Zeit ist um. Thank you for a good game. Nice game, Yeah, Toby. yeah. Nice game, nice match. Yeah. The better fisherman won on the day. One has to say, you caught more, you lost less, which was the more important thing. I lost a few fish. You caught almost every single fish that bit. I think we lost one fish the whole day. Yeah, one or two in the beginning, but still, it was small thunders. Yeah, So it doesn't yeah. matter. You fished well. I wish you luck in the final. Thank you. It's going to be a hard game. It's going to be a hard, tough final, but of course I'd like to lose to the winner of the, of the trophy. Yeah. And I look forward to beating you maybe next year. Yeah, and hopefully we can fish by ourselves. Ja, Sometimes. we're definitely going to go fish by ourselves. Ja, Leute, wir haben natürlich auch vor, außerhalb der YouTube Predator Cup miteinander auch angeln zu gehen. Macht sehr, sehr viel Spaß mit Toby. Er hat auch sehr viele geile Plätze in Schweden. Da würde ich auf seine Einladung eingehen. I'll come to Sweden, we'll go fishing together. Yeah, I look forward to it. Leute, ja, meine Reise ist zu Ende. Swedish angler is the best. Oh, ja. Alles klar, Finale für dich. Ja. Geil, gut Thank gemacht. you. Sehr gut. Leute, ich hoffe, es hat euch alle gefallen. Auf jeden Fall mal die Pollergraben in Holland ausprobieren, ey. Da geht's allerhand ab, ey. Das ist richtig krass. Also jetzt das allerletzte Fisch her. Wir haben gesehen, wie es gejagt hat. Leider war Toby war schneller zu werfen. Das Ding ist sofort, als es das Wasser getroffen hat, man den Fisch gefangen. Das ist echt eine geile Anglerei, muss man Ja, echt sagen. really cool. Was ganz Besonderes. Thank you that you show us the place. Yeah, Yeah. really cool spot. So, und bitte nicht vergessen, kommentiert dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Schick uns ein Like und natürlich Tobi von Kanal Gratis. Ich bin so aufgeregt. Kanal Gratis auschecken und, naja, auf Hecht- und Barsch-Kanal seid ihr ja sowieso schon. Sehr gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Nun stehen also die beiden Finalteilnehmer fest. Dustin Schöne von Barschalarm TV trifft auf Tobias Eckwahl von Kanal Gratis. Das Finale wird in 2 Runden ausgetragen. Ein Tag wird vom Boot und ein Tag vom Ufer geangelt. Die erste Folge zeigen wir euch am Samstag, den 22.12. Und die letzte Folge des YPC könnt ihr euch am 25.12. mit der ganzen Familie unterm Weihnachtsbaum reinziehen. Abonniert einfach den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, um rechtzeitig informiert zu werden. Wir sehen uns im Finale.